Viele Menschen bewundern Rajasthan wegen seiner prachtvollen Bauten, der faszinierenden Volkstänze und der wunderschönen Kleidung. Doch wusstet ihr, dass es regelmäßig unter Dürre und Hungersnot leidet? Dies und noch viel mehr erfahrt ihr im heutigen Video. Bleibt dran! Namaste! Herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin Nila Toja und ich freue mich sehr, dass ihr beim heutigen Video wieder dabei seid. Rajasthan, das Land der Könige. So wäre die deutsche Übersetzung, denn Raja bedeutet auf Hindi König. Es hat eine Fläche von 342.000 Quadratkilometern und ist damit tatsächlich nur geringfügig kleiner als Deutschland. Daran kann man mal sehen, wie groß Indien eigentlich ist. Es ist damit übrigens der flächengrößte Bundesstaat des Landes. Es hat laut der letzten Volkszählung von 2011 ungefähr 68,5 Millionen Einwohner und ist damit bevölkerungsmäßig der siebtgrößte indische Bundesstaat. Die Hauptstadt Rajasthans ist die Stadt Jaipur. Rajasthan ist ein trockener Bundesstaat mit aridem und semi-aridem Klima und ist geprägt von Wüste, Halbwüste und Steppenlandschaften. Im Nordwesten befindet sich die Thar-Wüste, die ungefähr 40% der Fläche Rajasthans bedeckt und sich bis nach Pakistan hinein erstreckt. Im Osten und Südosten befinden sich hingegen fruchtbare Ebenen mit ausgeprägter Landwirtschaft. Getrennt werden diese beiden Extreme vom Aravalli-Gebirge, auch Aravalli Range genannt, welches als Klima- und Wasserscheide dient. In den fruchtbaren Gebieten Rajasthans werden Baumwolle, Mais, Hirse, Gerste und Hülsenfrüchte angebaut, wohingegen in den Steppen- und Wüstengebieten Viehzucht betrieben wird. Vornehmlich Kamele, Ziegen und Schafe. Und natürlich gibt es in der Gebirgsregion im Aravalli-Gebirge auch Bergbau. Gut ausgeprägt sind weiterhin die Wollindustrie und die Teppichweberei Rajasthans. Die Wüste Thar ist tatsächlich die bevölkerungsreichste Wüste der Welt. Es leben relativ viele Menschen dort, denn sie haben über die Jahrtausende gelernt, mit den schwierigen Bedingungen zurechtzukommen und das ganze Jahr über mit Wasser versorgt zu sein. Weil die Bevölkerung Rajasthans aber sehr von der Zuverlässigkeit des Monsunregens abhängig ist, hat der erste indische Premierminister Jawaharlal Nehru in den 50er Jahren damit begonnen, eine landesweite zentrale Wasserversorgung aufzubauen, damit Gebiete wie Rajasthan eben auch in Dürrezeiten versorgt sind. Mit dem Ausbau vieler Kanäle, wie zum Beispiel in Rajasthan dem Indira-Gandhi-Kanal, der Wasser aus dem Punjab bis nach Rajasthan bringt, sollte die Bevölkerung das ganze Jahr über sicher mit Wasser versorgt werden und damit auch der Lebensstandard der Einwohner angehoben werden. Jedoch ist leider eher das Gegenteil eingetreten, zumindest in Rajasthan. Durch den Überschuss an Wasser versalzte der Boden. Das Grundwasser ging zurück, Brunnen trockneten aus und letztlich sind Dürreperioden mittlerweile häufiger als damals. Daher setzen sich mittlerweile verschiedene Umweltorganisationen dafür ein, die althergebrachten Methoden wiederzubeleben, damit die Menschen vor Ort sich selbst und im Einklang mit der Natur wieder mit Wasser versorgen können. Teilweise gibt es da auch jetzt schon viele positive Ergebnisse. Ich habe von einigen Dörfern und Regionen gelesen, wo das seit Jahren betrieben wird und der Grundwasserspiegel deswegen gestiegen ist, der Boden weniger versalzen und die Menschen allgemein eine bessere Lebensqualität haben. Für indische Verhältnisse ist Rajasthan relativ dünn besiedelt. Pro Quadratkilometer leben ungefähr 200 Einwohner. Das ist ähnlich wie Deutschland. Der indische Schnitt hingegen ist ungefähr 380 Einwohner pro Quadratkilometer. Die drei größten Städte sind Jaipur mit ungefähr 3 Millionen Einwohnern sowie Jodhpur und Kota mit jeweils ungefähr 1 Million Einwohnern. Das ist für indische Verhältnisse relativ wenig, wenn man da so an Delhi oder Mumbai denkt. Nur ungefähr 25% der Bevölkerung leben überhaupt in Städten. Einer der Gründe, weshalb die so klein sind. Der Rest lebt auf dem Land oder ist als Nomaden unterwegs. Das Geschlechterverhältnis ist auch in Rajasthan unausgeglichen. Auf 1000 Männer kommen nur ungefähr 928 Frauen. Damit liegt es sogar noch unter dem indischen Schnitt von 943 Frauen auf 1000 Männer. Auch bei der Alphabetisierungsrate liegt Rajasthan unter dem indischen Schnitt von 73%. In Rajasthan hingegen sind es nur 66%, 52% der Frauen und 79% der Männer. Da ist also noch einiges zu tun. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Rajasthan beträgt ungefähr 67 Jahre. Das ist indischer Durchschnitt, ist aber noch ganz schön wenig verglichen mit unserer Lebenserwartung. Das liegt daran, dass die Menschen in Rajasthan oft arm und unterernährt sind. Laut offiziellen Statistiken waren im Jahre 2005 ungefähr 31% der rajasthanischen Bevölkerung unterernährt. Nun aber wieder etwas Positiveres. Die verschiedenen Stämme Rajasthans, egal ob nomadisch oder sesshaft,
haben über die Jahrhunderte verschiedenste Kulturen und Bräuche entwickelt. Das Land hat also eine sehr diverse Kultur, was sich für uns sichtbar vor allem durch die verschiedenen Kostüme und Tänze äußert. Zum Beispiel gibt es da Kalbelia, das ist der stammeseigene Tanz des Kalbelia-Stammes, welcher zunehmend auch in Europa populärer wird. Und Ghumar, der wunderschöne Kreistanz Rajasthans, den wir unter anderem im Film Padmavat bestaunen konnten. Es gibt in Rajasthan gleich mehrere sogenannte Scheduled Tribes, also anerkannte Stammesgemeinschaften Indiens, so etwas wie unsere nationalen Minderheiten. Insgesamt sind es 9,2 Millionen Menschen, die nach wie vor ihre alten Gebräuche und Sprachen pflegen. Zum Beispiel die Advasi und die Bhil oder auch die Banjaras. Übrigens wird vermutet, dass die Roma bzw. Romani ihren Ursprung in Rajasthan haben. Amtssprache in Rajasthan ist Hindi, das wird auch von ungefähr 91% der rajasthanischen Bevölkerung gesprochen, wobei man dazu sagen muss, dass im Alltag eher Rajasthani gesprochen wird, was offiziell als Dialekt des Hindi angesehen wird, aber tatsächlich eigentlich so weit davon abweicht, dass man es auch als eigene Sprache sehen könnte. Die weiteren Sprachen in Rajasthan sind Bhili, Punjabi, Urdu und viele weitere regionale Dialekte. 89% der Einwohner sind Hindus, ca. 9% Moslems sowie jeweils 1% Sikhs und Jains. Noch ein bisschen was zu Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten. In der Antike war in Rajasthan die sogenannte Induskultur beheimatet. Zeugnisse davon finden sich noch heute, unter anderem in den Städten Kalibangan und Banatal. Im Mittelalter und der Neuzeit war Rajasthan die Heimat der Rajputen, ursprünglich eine reine Kriegerkaste, die im Laufe der Jahrhunderte zu Fürsten und Herrschern aufstieg. Unter anderem leisteten sie lange Zeit den muslimischen Mogulfürsten Widerstand und förderten als Herrscher Kultur, Bildhauerei, Musik und Tanz. Die eindrucksvollen Forts, also die Herrscherpaläste, in ganz Rajasthan zeugen noch heute von dieser Zeit. Allein in Jaipur kann man schon so viel sehen. Da gibt es das Amber Fort, die Pink City, den Palast der Winde, den ihr sicherlich alle kennt. Ja, da gab es mal ein Buch und einen Film zu, aber auch noch vieles weitere. Und nicht nur in Jaipur, überall in Rajasthan kann man so viel sehen. Auch für Naturfreunde hat der Staat einiges zu bieten, denn es gibt gleich mehrere Nationalparks. Zum Beispiel den Keoladeo Nationalpark in Bharatpur, wo vor allem Vögel zu besichtigen sind. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da, abonniert den Channel und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr selbst schon mal in Rajasthan gewesen seid. Was hat euch dort am meisten gefallen? Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, dort mal wieder hinzukommen, denn ich habe mit Jaipur und Bharatpur viel zu wenig gesehen. Danke fürs Zuschauen. Dhanyavad.